Alles klar. Lass uns jetzt mit dem Schild weitermachen, wo wir das Schild ausrüsten. Hierzu gehen wir in dem Content Browser, dahin, wo unser BP Base Pickup ist. Hier machen wir dann ein Kindelement mit Rechtsklick, Create Child Blueprint Class, Pickup Shield. Das Ganze verschiebe ich in den Schildordner, Move Here, öffne das Ganze hier auch. Und für das Static Mesh auf der linken Seite, da wollen wir uns hier auf der rechten Seite das Static Mesh dann holen vom Schild. Schild 01 unter unserem Main-Ordner Pickup Shield. Über den Pfeil einfach zugewiesen. Kompiliere und speichere das. Hier wollen wir auch die Kollision etwas höher setzen. Dazu hole ich mir die Sphere und verschiebe das Ganze. Etwa so. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir über den Content Browser auch das Schild einmal in die Welt schicken. Einfach hier ziehen und in unser Testlevel bringen, dass wir so ein Schild auch haben. Das Ganze können wir uns einmal simulieren. Ja, das Schild fällt noch nicht. Das liegt daran, dass wir da eine Box Collision haben. Die Physik müsste soweit funktionieren. So ein Schild bei uns. Wir haben hier, soweit ich weiß, so eine Collision Box verwendet. Einmal kurz die Engine neu starten. Bin jetzt wieder da. Einmal neu gestartet. Hier gehe ich auf Show und diese Simple Collision. Wir haben ja hier eine Collision Box, deswegen will er auch nicht so einfach runterfallen bei uns das Schild. Schauen uns einfach eine andere Alternativ-Collision an bei dem Schild. Hierzu gehe ich einmal hin und schmeiße diese Box Collision einmal raus. Hier oben links auf Collision gehen und dann einfach mal löschen. Remove Collision. Danach wollen wir eine etwas aufwendigere Collision hier erstellen. Unter Windows, da hole ich mir einfach den Convex Decomposition. Den können wir dann einmal benutzen. Hier unten rechts ist bei mir Convex Decomposition. Dann einfach Apply drücken. Das Ganze ist jetzt ein bisschen akkurater mit dem Collision. Ist jetzt nicht die beste Collision. Für unseren Schild reicht das. Wenn ihr jetzt etwas bessere Collision braucht, da gibt es hier auf der rechten Seite unter Collision so eine Einstellmöglichkeit unter Collision Complexity, um das Ganze etwas komplexer zu machen. Use Simple Collision as Complex. Ach sorry, das andere. Use Complex Collision as Simple. Das war's. Dann geht er hin und macht sich hier so ein detailliertes Collision Grid. Das sind natürlich sehr viele Triangulierungen, die hier berechnet werden. Um die 7236 für dieses Schild. Da muss man natürlich dran denken, dass das Performance-Einbußen gibt. Das ist jetzt nicht so heftig, aber jede Stelle, wo man Performance einsparen kann, hilft dann einem weiter, wenn das Projekt irgendwann sehr groß ist. Solche Use Complex Collision as Simple kann man zum Beispiel an irgendwelchen Felsen, solchen Konstrukten verwenden. Für Gegenstände, sowas wie ein Schild, ist das wahrscheinlich zu viel. Complex Collisions haben natürlich auch irgendwelche Nachteile, wenn es irgendwann mal dem Thema Line Traces geht und so weiter. Wir holen uns an der Stelle wieder die Project Defaults, und zwar unter Collision Complexity, Projekt Default. Das reicht uns für die Kollision von dem Schild. Das läuft dann etwas performanter als diese komplexe Kollision, die wir vorhin gesehen haben. Ich speichere das Ganze einmal. Das Ganze wird sich jetzt auch in der Physik auswirken, weil wir keine Box mehr haben, sondern einen etwas höheren Detailgrad von der Kollision, sodass das Schild auch entsprechend hinfällt, wenn es hinfällt. Jetzt wollen wir das Schild ja noch dem Player hinzufügen. Hierzu gehen wir zu unserem Spieler nochmal. Können wir natürlich direkt unseren Greystone Mine auswählen oder über den BP Hero Char dahin kommen. Über den BP Hero Char, wenn wir auf Mesh gehen, da haben wir ja unseren Skeletal Mesh, den über Doppelklick dann einmal öffnen. Hier wollen wir ähnlich wie mit dem Schwert agieren. Das war ja Hand R, dann brauchen wir das Hand L. Ähnlich wie bei Hand R, wenn wir das alles machen. Da sucht man die Hand L, und zwar die linke Seite. Hier können wir wieder auf Hand L gehen, Rechtsklick drauf, Add Socket machen. Und das Socket werden wir dann wieder umbenennen. Weapon L. Dann mit Rechtsklick drauf, wenn wir so ein Add Preview Asset machen. Da holen wir unser Schild. Das Schild 01. Das Socket habe ich hier zwar benannt mit Weapon L. Wir haben das noch nicht implementiert. Das können wir dann nachher noch machen. Kann auch sein, dass wir das auch noch ganz anders nennen.
Da werden wir uns einfach mal das nachher anschauen. Ich will das Schild erstmal hier richtig rum platzieren, dass das so einigermaßen gut aussieht. Am besten kann man dazu noch eine Preview Animation machen. Ich hole mir die Idle schon wieder. Ähnlich wie beim Schwert. Da sieht man halt am besten, ob das richtig ist oder nicht. Ihr könnt die Animation hier auch einmal anhalten. Hier ist mir einmal die Engine abgestürzt. Da machen wir einfach erstmal mit der Logik weiter. Lass uns hierzu in die Hero-Charakter-Logik gehen. Das Ganze wollen wir dann erweitern. Hier an der Stelle wollen wir unser Schild entsprechend haben. Das Ganze erinnert natürlich an die Enumeration. Wir haben ja hier so einen Switch. Das heißt, das Schild muss natürlich auch nochmal eingerichtet werden. Hierzu gehen wir in unser Pickup-Schild und wollen hier auf der rechten Seite unser Pickup-Info einmal einrichten. Einmal aufmachen. Bei uns ist das ja keine Weapon hier, sondern ein Schild. Da wähle ich Schild aus, kompilieren und speichern. Das ist dann bei den Class Defaults unter Pickup-Info. Dann zurück beim BP Hero Char. Hier brauchen wir eine andere Variable, eine weitere Variable. Hier haben wir ja unseres Equipped Weapon. Wenn wir das Ganze mit Rechtsklick Duplicate machen, dann können wir daraus ein Equipped Shield machen. Hier einmal Yes drücken. Bei dem Schild wollen wir das einmal einrichten, dass wir hier Replication erstmal None machen. Das heißt, dieses Rep Notify auf None. Kompilieren und speichern. Danach können wir das Ganze nochmal setzen auf Replication auf Set Rep Notify. Dann hat er uns auch die entsprechende Klasse erstellt mit OnRep Equipped Shield. Sorry, ich meine die Funktion. Ähnlich wie beim Schwert holen wir uns das dann einfach her. Equipped Shield, ein Get. Das Ganze mit Rechtsklick soll ein valides Get sein. Hier auf der linken Seite, da haben wir ja unsere Server-Funktion. Wenn wir das einmal aufmachen, da haben wir unsere F-Equipped Weapon und wir wollen für das Schild auch so eine Funktion haben. Hierzu machen wir eine neue Funktion. F-Equip Shield. Auf der rechten Seite werden wir das der Kategorie Server zuweisen. Im Grunde wird das ähnlich sein wie bei der Waffe schon, die wir hier schon implementiert haben. So einen kleinen Unterschied wird es da wahrscheinlich geben. Ich werde das hier erstmal hier rüber kopieren. Steuerung gedrückt halten. Bei unserem Schild, F-Equip Shield, da können wir das einfach einfügen dann. Nehmen wir mal statt dem Equip Weapon, da wollen wir unser Schild dann equippen und einmal verbinden. So haben wir den Anfang hier. Wenn das Ganze jetzt nicht equipped ist, also kein Schild da ist, dann wollen wir das Ganze setzen. Unser Equipped Schild holen wir uns da, ein Setter, sodass wir unsere Funktion hier dieses Equipped Schild Rep Notify haben, die dann entsprechend eine Meldung wegschickt, so ein Notify. Das Ganze verbinden wir dann mit Equipped Shield hier, Equipped Shield mit der Funktion, kompilieren und speichern. Jetzt können wir in dem Event Graph wiederum das weiterverwenden. Wir können hier die Funktion dann aufrufen, und zwar die Funktion F-Equipped-Shield, wenn das Ganze nicht valide ist hier. Und das Ganze halt mit dem Overlapping Pickup, um so ein Schild auszurüsten. Danach wollen wir wieder zum Rep Notify gehen, für das Schild. In dem Set Notify dann, hier für dieses Schild, da machen wir ja das ähnliche, was auch bei dieser Waffe auch gemacht wurde. Hierzu gehe ich hin und kopiere das einmal. Und zwar OnRep Notify für die Weapon. Da kopiere ich mir das einfach mal rüber. Markieren, Steuerung C und Steuerung V für einfügen. Hier gibt es natürlich einen kleinen Unterschied. Wir sind ja bei dem Socket Name nicht Weapon R, sondern Weapon L, das wir nutzen wollen. Kompiliere und speichere das einmal. Natürlich brauchen wir hier auch statt Equipped Weapon brauchen wir das Schild. Den lösche ich mir einmal und hole mir mein Schild. Equipped Shield, das wir gemacht haben. Verbinde das Ganze hier. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir bei unserer Server-Funktion weitermachen. F-Equipped Shield. Da holen wir unser Equipped Items.
Und bei den Equipped Items, da wollen wir ein Member setzen, also ein Mitglied setzen. Set Members in as Equipped Items. Das war ja unser Struct. Hier wollen wir dann sicher gehen, dass unser Schild hier aktiv ist, also true ist. Und zwar hier einfach den Haken setzen. Die nächste Logik können wir uns wieder von dem Schwert abgucken. Ja, das sieht auch gut aus. Hier haben wir das ähnlich jetzt gestaltet, sodass unsere Funktion Equip Shield ja, somit ready to go sein müsste. Wir haben unser Schild hier. Das wird an unser Notify gesendet und wir haben unser Struct entsprechend angepasst. Das Ganze kompiliere ich und speichere einmal. Müsste soweit funktionieren. Jetzt wollen wir weitermachen bei dem Greystone. Und zwar, dass wir auch das Schild hier nochmal justieren. Bei mir ist das Programm hier abgestürzt an der Stelle. Um da hinzukommen, da könnt ihr über den BP Hero Char einmal über das Mesh hier den Skeleton Mesh einfach auswählen. Doppelklick drauf. Dann kommt ihr in diese Ansicht. Das ist der Greystone Mine Export. Und auf der linken Seite suchen wir uns dann entsprechend die linke Hand. Ich mache das einfach, indem ich den Tree hier durchsuche. Hand-L. Wir erinnern uns, dass wir bei Hand R haben wir ja die Waffe eingerichtet. Und bei Hand L, da werden wir das Schild entsprechend ausrichten. Auf Hand L gedrückt, Rechtsklick, da wollen wir unser Socket erstellen, das wir nutzen. Add Socket. Dann das Socket ausgewählt mit F2 umbenannt in Weapon R beziehungsweise in Weapon L für die linke Hand. Ich speichere das einmal. Hier können wir dann mit Rechtsklick nochmal hingehen. Add Preview Asset. Da unser Schild auswählen. Bei mir heißt es Schild 01. Ich werde das entsprechend nochmal ausrichten, dass das vernünftig auch aussieht hier. Diese Menüelemente mit Verschieben und Drehen, die habt ihr hier oben. Hier sind auch die Shortcuts. W ist für Select Translate Object, das heißt für eine Verschiebung. Und E einfach drücken, um etwas zu rotieren. Ihr könnt hier auch so ein Snipping wegmachen. Oder hier die Angles, wenn bei euch das noch genauer sein darf. Nicht diese 10er-Schritte gehen. Das Ganze teste ich dann in so einem Idle, wie wir das schon mal gemacht haben. Preview Animation, Idle. Die Animation stoppe ich dann an der Stelle. Dann kann ich das etwas einfacher gestalten. Das Schild darf sich nochmal drehen, dass das in dieser Position ein bisschen schöner ist. Mein Weapon L ausgewählt. Mit E drehe ich das Ganze. Ich weiß nicht, warum bei mir die Engine abstürzt bei dem Ganzen. Ich hoffe, bei euch ist das flüssig und läuft. Ich werde das einmal justieren und machen wir weiter. Also richtig positionieren, danach Speichern drücken und dann kann man das im Testlevel einfach testen. Bei mir habe ich das Schild jetzt entsprechend ausgerichtet, dass das einigermaßen gut aussieht. Und teste das Ganze hier in diesem Testlevel. Ja, ist noch nicht so ganz optimal. Ich hoffe, bei euch sieht es ein bisschen besser aus als bei mir. Ich muss mein Schild noch ein bisschen justieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch gut geklappt hat insgesamt. Ich werde das Ganze jetzt verschieben, mein Schild, und zwar an den Unterarm. Mein Weapon L. Das werde ich dann an den Unterarm bringen. Hierzu lösche ich den alten und suche mir dann den Lower Arm. Und zwar den Lower Arm L, die linke Seite. Da versuche ich mein Schild mal zu attachen, weil in verschiedenen Animationsstadien der bei mir nicht so schön aussah. Gehe ich dann hin und mache mir mein Socket hier hin. Add Socket. F2. Und hier dann meinen Weapon L. Rechtsklick. Add Preview Asset. Und wähle da mein Schild aus. Hier habe ich das Ganze dann im Lower Arm Weapon L. Obwohl bei der Position macht es keinen Sinn, das Weapon zu nennen, weil das ja für ein Schild gedacht ist. Eine Waffe wird da oben nie platziert sein. Dann nennen wir das einfach Schild. Das wird unser Schild-Socket sein dann. Shield. Das Ganze richte ich dann aus. Holen wir dafür eine Preview Animation. Ich hole meinen Jog Forward.
und pausiere das dann irgendwo. Hier würde ich dann mein Schild ausrichten, dass das hübsch aussieht. Bei mir sieht das Ganze dann einmal so aus. Das speichere ich einmal. Das Ganze will ich bei OnWrap Equipped Shield auch nochmal anpassen. Da haben wir unseren Socket Name ja Schild genannt. Shield. Kompilieren und speichern. Bei mir wollte die Unreal Engine mehrmals neu starten oder abstürzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe, da ist alles gut. Wie dem auch sei, wollen wir unser Schild hier in dem Socket Schild jetzt haben. Das heißt, wir haben hier einmal den Lower Arm L und dort Rechtsklick und Add Socket. Da haben wir unser Socket erstellt namens Shield. Das ist dann halt das Socket für die ganzen Schilder. Wenn ihr das hier richtig ausgerichtet habt und auch mit diesem Blender auch richtig importiert habt, dann müsste das bei euch laufen. Bei mir läuft das noch nicht so ganz wie geplant. Heißt, mein Schild, wenn ich mit F das aufhebe, ist das noch nicht an der richtigen Position. Da werde ich mal einfach bei einer ruhigen Minute das Ganze nochmal testen. In der Hoffnung, dass es bei euch anders und richtig läuft. Ihr könnt vielleicht mir in den Kommentaren da lassen, ob es bei euch ähnlich ist mit diesen Seiteneffekten. Bei mir hat sich während des Videos die Unreal Engine mehrmals abgeschossen. Das heißt, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Engine und ich muss den Rechner einmal neu starten. Der andere Punkt ist, eventuell habe ich beim Blender Reimport dort irgendwo etwas nicht so ganz genau gesetzt, dass die Koordinaten nicht ganz genau sind und dann die Transition nicht passt. Wenn ihr aber alles richtig gemacht habt, dann müsste es bei euch passen. Wichtig an der Stelle ist halt, wenn wir unser Shield hier eingerichtet haben und das Ganze recht gut dann ausgerichtet ist, dass wir bei unserem BP Hero Char in unserer Funktion OnWrap Equipped Shield da entsprechend auch dieses Socket Name auch auswählen, Shield, für ein Schild. Und hier auch ähnlich wie beim Schwert dann Location Rule, dass wir die Snap to Target haben, die ersten und den zweiten. Und hier an der Stelle wegen Disable Physics, da wollen wir halt die Message gecallt haben. So sieht das Ganze aus. Da ist halt unsere Disable Physics Message. Wichtig ist hier, dass wir auch dieses Message haben von Disable Physics. Das hatte ich hier schon reinkopiert. So sieht das Ganze für das Schild aus. Dem Schild wollen wir noch kurz einen Namen geben, damit wir, wenn wir drüber laufen, auch Schild angezeigt bekommen. Dazu gehen wir in den Content Browser, holen unser Schild dann, entsprechend Pickup Schild. Und hier einfach in der Pickup Info, da können wir dann unser Schild eingeben bei Pickup Name. Da war noch kein Name. Kompilieren und speichern das. Ähnlich wie beim Schwert habe ich diese zwei hier unten nicht verwendet. Löscht die ganz kurz. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit, die wir noch machen wollen. Und zwar, wenn unser Spieler rumläuft, dann darf er nicht attackieren, wenn er kein Schwert hat. Das wollen wir auch einmal kurz ändern. Hierzu gehen wir einmal in unseren BP Hero Char, gehen da einmal in den Event Graph und haben ja unsere Attacken. Das ist hier oben, wo wir die Attacken haben. Attacking. Da wollen wir etwas hinzufügen. Das können wir dann über dieses Equipped Items einfach machen. Wenn er dann diese Primary Attack machen will, wir holen uns unser Struct Equipped Items einmal hervor, brechen das Ganze einmal auf, Break as Equipped Items. Hier holen wir uns noch ein Branch, B gedrückt halten und einfach klicken. Hier wollen wir halt nur attackieren dürfen, wenn er eine Waffe ausgerüstet hat. Heißt, es geht dann über so ein Branch. Und hier dieses Equipped Weapon ist entsprechend true. Dann darf er das entsprechend weitermachen. Also unser Equipped Items, das brechen wir auf, holen uns dann entsprechend, ob die Waffe ausgerüstet ist, über einen Branch. Und wenn diese Abfrage, diese Condition true ist, dann darf er entsprechend auch hier die Attacke ausführen, unseren Input Action Primary Attack. Wenn wir das Ganze nun starten und uns ein Schwert auswählen, dann dürfen wir attackieren und sonst nicht. Wenn ich jetzt klicke, dann attackiert er nicht. Wenn ich mit F so ein Schwert aufgehoben habe, dann darf ich attackieren. Und das ist dann hier die Attackierlogik.
Und da ist unser Schild. Wir haben es benannt wie Schild. Und er zeigt auch am Schild, dass wir drüber laufen. Alles klar, das war's für dieses Video. War ein bisschen anstrengender wegen den ganzen Abstürzen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr konntet soweit ja, dem Ganzen folgen. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare, ob es bei euch auf Anhieb einfach geklappt hat und das einfach an meiner Engine hier liegt. Ich werde natürlich über dieses eine Blender-Video nochmal gehen, ob ich da auch alles richtig erklärt habe mit dem Schild. Und im nächsten Video wollen wir dann regulär weitermachen, einfach mit dem ja, Helm, der entsprechend aufgesetzt werden kann. Das heißt, wir wollen dem Spielercharakter einen Helm verpassen, den er aufsetzen kann. Und sollten mir irgendwelche Kleinigkeiten oder Bugs auffallen, werde ich euch natürlich direkt informieren. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dann!